like the kind of King Solomon could have been, was probably. Ihm waren keine Grenzen gesetzt, er konnte alles ausprobieren, was er wollte. Das beschreibt ziemlich gut das Leben eines Königs, wie Salomo wahrscheinlich einer war. Okay? Alright. We got a few minutes left, then I can open up the question. Ein paar Minuten können wir noch besprechen und dann könnt ihr Fragen schon mal sammeln. So who is the teacher? Also wer ist der Lehrer? He is not an atheist. Der ist kein Atheist. Okay, he definitely, God is mentioned in the text, so he knows God exists. Gott kommt vor, er wird erwähnt im Text, also weiß der Autor, dass er existiert. By the way, the name Yahweh is never used. Interessanterweise wird der Name Yahweh nie So the official covenant name of God that the Israelites use is not used. Den offiziellen Bundesnamen Gottes, den die Israeliten benutzt haben, wird hier nicht benutzt. Okay, Elohim is used, which is more of a generic name of God. Even the pagans, even the Canaanites use that name. Sondern stattdessen wird hier das Wort Elohim benutzt, was ein allgemeiner Name für Gott war, auch ein Name, den die Heiden für ihren Gott benutzt haben. But of course, still, he clearly speaks of the God of Israel, because at the end of the book he says, fear God and His commandments, and that he speaks of the God of Israel. That is pretty clear at the end. Dennoch, es ist ziemlich klar, dass er vom Gott Israel spricht, wo es am Ende heißt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das hört sich sehr stark nach dem wahren Gott an. Okay? Now, if he is not the author, then if... Wait a minute, what am I saying here? Oh, now I forgot my own notes. Next point. Next point, yeah, right. Okay, so basically, perhaps, okay, he does believe in God, but he doesn't know who God is. Vielleicht ist es jemand, wie wir ihn in der Geschichte kennenlernen, der zwar an Gott glaubt, aber nicht so richtig weiß, wer er ist. So he cannot grasp who he is. Wir sehen, dass er nicht so richtig ergreifen kann, wer Gott ist. Okay? If the author is Solomon, then obviously he could not find the same satisfaction or fulfillment of having a relationship with God like his father David did. Obviously David knew God very well, had an intimate relationship with God. Maybe Solomon was missing that intimacy with God. But he knows God exists, but he doesn't know God like David does. Falls das hier von Salomo geschrieben wurde, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass er nicht dieselbe innige Beziehung mit Gott hatte wie sein Vater. Dass das etwas war, was ihm vielleicht ein bisschen gefehlt hat. He was intelligent. Der Autor war intelligent. He was a philosopher. Ein Philosoph. But he was also sensuous, but not shallow. He was a little bit more into the girls and so forth. Er war aber auch lebensfroh. Also er hat sich gerne Dinge gegönnt im Leben, aber nicht auf eine sehr oberflächliche Weise. Okay. He would do the things that shallow people would do, and then determine that's not the meaning of life. But he himself is not really in that category. Er hat viele Dinge ausprobiert, die oberflächliche Menschen auch tun, hat dann aber gemerkt, darin finde ich nicht den Sinn des Lebens. Er gehört also nicht in die Kategorie von oberflächlichen Menschen. Now, when you come to the book of, when you read Kings next week, wenn ihr dann nächste Woche das Buch Könige lest, you will discover that Solomon lost his faith in God. Dann entdeckte darin, dass Salomo seinen Glauben in Gott verloren hat. And became a big he backslided big time. Und ist übel zurückgerutscht in die Sünde. And deep in sin, yeah. And he would build temples to all kinds of pagan gods for his wives. Sich tief verstrickt in der Sünde. Er hat Tempel aufgebaut für seine heidnischen Frauen, für die heidnischen Götter seiner Frauen. Including the temple that would sacrifice babies to the pagan gods. And that all happened in Jerusalem and Israel. Ein Tempel, wo Kinder geopfert wurde, den heidnischen Göttern. Das passierte direkt in Jerusalem, der Hauptstadt Israels. So, if Solomon is the author, then I think he got saved again at the end of his life. Falls Salomo der Autor des Buches ist, dann müsste man ja davon ausgehen, dass er wegen dem positiven Ende am Ende seines Lebens doch gerettet wurde.
So all those chapters I'm reading is about a man that is running away from God, but then at the end he comes back to God. Dann könnte man das so sehen, dass man dieses ganze Buch den Weg eines Menschen zeichnet, der von Gott wegrennt, der am Ende seines Lebens aber zu Gott zurückfindet. In which case Ecclesiastes is like a diary of an old man. In dem Fall wäre Prediger so wie ein Tagebuch eines alten Mannes. Okay, life is repetitive. Ein paar Aussagen, die da macht, das Leben ist ständig wiederholt. The more you know, the worse you are off. Noch etwas, was sagt, ist, je mehr du weißt, desto schlechter geht's dir. Work, drink and party at the end have nothing. Arbeite, trinke und mach Party, am Ende hast du dann nichts. What you save gets inherited by a fool. So what's the point of saving any money? Because soon you're dead, and then a fool is going to inherit all your money. Was bringt's, wenn du dir viel ansparst? Am Ende wird's nur ein dummer Erben. Death is the great equalizer. Der Tod, der macht uns alle gleich am Ende. Okay, you need to understand. They don't understand heaven like we do today. Damals hatten sie nicht das Verständnis vom Himmel, vom ewigen Leben, wie wir das heute haben. What happens after death is very vague to them. Für sie damals war es ziemlich unklar, was ein Mensch nach dem Tod erwartet. So if life on earth is all that there is, then it can be very depressing. Wenn das Leben auf der Erde wirklich alles ist, was es so gibt, dann kann das tatsächlich deprimierend sein. No matter what you're a good person or a bad person, we're all ending up equal because we're all ending up dead. Wenn du das so siehst, egal was ich im Leben tue, ob ich Gutes tue oder Schlechtes tue, am Ende bin ich tot, genau wie alle anderen auch. Das ist nicht so motivierend. Okay, corruption is everywhere, making all of us depressed. Er beschreibt auch, dass Korruption überall stattfindet, das ist auch etwas, was deprimierend ist. People are only in it for themselves, getting bribes here and there. Jeder versucht nur seinen eigenen Vorteil und nimmt Bestechungsgeld an. You can't do anything about it. Da kann man nichts dran ändern. Okay, we have also materialism, you know. The more things you have, the more you worry about the things you have. Er beschreibt auch Materialismus. Er sagt, je mehr du hast, desto mehr Sorgen hast du damit. Fate comes by chance, not merit. So if you die, we said, Sera, whatever will be, will be. Am I not a great singer? No, I'm just saying. Okay, no, it's like very fatalistic, you know. Ist auch sehr fatalistisch. Es sagt aus, das Schicksal, das erwischt einen rein zufällig, nicht nach dem, was man verdient. Okay, and the wise man finds no respect. Der Weise wird in dieser Welt nicht respektiert. All right, that is very all depressing. Alles sehr deprimierend. And so when you put it all together, Wenn man das alles zusammensetzt, does the Bible contradict itself? müssen wir fragen, widerspricht sich Well, das sometimes selbst? I read there is no enjoyment in life, then I read enjoy life, then I read cannot enjoy things. I read it, you know. Mal heißt es, es gibt keine Freude im Leben, dann man soll sich am Leben freuen und dann Enjoy what you have. muss man Dinge nicht. Everything is vanity. Man soll genießen, was man hat. Alles ist Wisdom is the kostenlos. answer. Weisheit ist die There Antwort. is no justice. Es gibt keine Gerechtigkeit, Okay, there are no rewards. keine Belohnung, There is no afterlife. nichts nach diesem Leben. Okay, that is what is happening here, and so in Ecclesiastes. So werden die Dinge zusammengeworfen hier im Buch Prediger. Okay, so in conclusion, 4 realities that dominate the preacher's thinking. Zusammenfassend können wir sagen, es sind 4 Realitäten, die die Denkweise des Predigers dominieren. All life comes from God along with its burdens. Alles im Leben kommt von Gott, auch die Schwierigkeiten, auch die Bürden. God is unsearchable, cannot be understood. Gott kann nicht voll begriffen werden. What is done under the sun, what is done under the sun doesn't add up, makes no sense. All das, was Menschen in dieser Welt tun, unter der Sonne, das ist nicht wirklich sinnvoll. The great equalizer is death. Im Tod sind wir alle gleich. That is the 4 realities, but don't forget the last one. Das sind die 4 Realitäten, aber vergesst nicht, da kommt noch eine. We end up having to fear God and keep His commandments. Am Ende heißt es, wir müssen doch Gott fürchten und seine Gebote halten. Okay, so there is meaning outside of under the sun. There is meaning outside of earthly life. Außerhalb dieses Bereichs unter der Sonne gibt es einen Sinn im Leben. That gives meaning to life.
Etwas, was dem Leben wirklich Bedeutung gibt. And therefore, fear God while you live on earth, keep His commandments. Deswegen, fürchte Gott, solange du auf der Erde lebst und halte dich an seine Gebote. I perfectly timed it, 10:30, coffee break, and after the break we're going to talk about the Song of Songs, so a Song of Solomon. Jetzt sind wir genau zur Kaffeepause gekommen und danach sprechen wir über das hohe Lied der Liebe. If you have a question, I'm going to stick around.